Mit Beginn der kalten Jahreszeit stellt sich für viele Haushalte das Problem, dass sich an den Fenstern Kondenswasser bildet. Durch die niedrigen Temperaturen an den Scheiben kondensiert die warme Raumluft. Abgesehen davon, dass somit die Sicht gestört wird, können Schäden am Fenster und den angrenzenden Bauteilen entstehen und es bildet sich Schimmel. In diesem Video erklären wir Ihnen, wie der Digital Design Standard Einbauthermostat richtig angeschlossen wird. Sie benötigen den Thermostat, eventuell ein Stromkabel und ein Einbaugehäuse. Mit diesem kann der Thermostat an jeder Wand montiert werden. Im Lieferumfang enthalten sind der Temperaturfühlerhalter, eine Klemme für die Erdung, der Thermostat selber und der externe Temperatursensor. Wenn das Aufputzgehäuse verwendet wird, müssen die Kabeln durch die dafür vorgesehene Öffnung gezogen werden. Als erstes wird das Stromkabel angeschlossen. Am Thermostat schließen Sie den Nullleiter und die Phase an den Klemmen 3 und 4 an. Der externe Temperatursensor wird mit den Klemmen 5 und 6 verbunden. Die dünnen Litzen sind sehr empfindlich und müssen sorgfältig angeschlossen werden. Die Erdung des Stromkabels wird direkt mit der Erdung des Stromkabels, welches zur T-Strap-Fensterheizung geht, mit der mitgelieferten Klemme verbunden. Der Thermostat selber wird nicht geerdet. Nullleiter und Phase der T-Strap-Fensterheizung werden direkt an den Klemmen 1 und 2 am Thermostat angeschlossen. Das Display kann einfach vom Unterteil abgesteckt werden, um den Thermostat am Gehäuse oder in einer Unterputzdose festzuschrauben. Danach wird das Display wieder am Unterteil angesteckt. Stecken Sie das Stromkabel an einer Steckdose an. Mit dem Power-Knopf kann der Thermostat ein- und ausgeschaltet werden. Zum Betrieb der T-Stripe-Fensterheizung ist der Thermostat mit der M-Taste in den manuellen Modus zu schalten. Diesen erkennen Sie am Handsymbol im Display. Vergessen Sie nicht, die Schutzfolie zu entfernen. Die Schalttemperatur können Sie im Bereich von 5 bis 60 Grad Celsius einstellen. Bitte stellen Sie den Thermostat auf 20 Grad. Wenn im Display Room angezeigt wird, so ist die angezeigte Temperatur die gemessene Fühlertemperatur. Set zeigt die Zieltemperatur, bei der die Fensterheizung eingeschaltet wird. Wenn die Fensterheizung über die Außentemperatur gesteuert werden soll, so muss der Temperatursensor so montiert werden, dass er die Außentemperatur misst. In diesem Fall stellen Sie den Thermostat auf 5 Grad. Das Symbol mit der Wellenlinie zeigt an, dass die Fensterheizung aktuell in Betrieb ist. Uhrzeit und Tag einstellen. Drücken Sie die Minustaste für 3 Sekunden. Nun blinken die Minuten der Uhr und lassen sich durch die Taste Plus und Minus verstellen. Durch Drücken der M-Taste wechselt die Auswahl zu den Stunden und dann zu den Tagen. 1 ist Montag, 2 Dienstag und so weiter. Durch erneutes Drücken der M-Taste bestätigen Sie die Einstellungen. Um die Kindersicherung des Thermostates zu aktivieren, müssen Sie die Plus- und Minustaste gleichzeitig für 5 Sekunden drücken. Nun erscheint oben rechts ein Schlüsselsymbol. Alle Tasten des Thermostats sind jetzt deaktiviert. Durch erneutes Drücken der Tasten Plus und Minus wird die Kindersicherung wieder deaktiviert. Der Temperaturfühler wird in dem Aluminiumfühleradapter in einer unteren Ecke auf der Fensterscheibe ca. 2 cm vom Heizelement entfernt angeklebt.
Das Gehäuse des Thermostates kann an der Wand angeschraubt werden. Wird das Fühlerkabel verlängert, so können die gemessenen Werte abweichen und T-Strap falsch angesteuert werden. Um dies zu vermeiden, messen Sie die momentane Temperatur des Raumes mit dem mitgelieferten Fühler ohne Verlängerung des Kabels. Merken Sie sich den angezeigten Temperaturwert und führen Sie die Verlängerung des Fühlerkabels durch. Schalten Sie danach den Thermostat erneut ein. Wird rechts unten im Display R angezeigt, so liegt ein Kontaktproblem am Fühlerkabel vor. Bitte kontrollieren Sie die Anschlüsse und stellen Sie diese gegebenenfalls neu her. Um die Temperatur justieren zu können, müssen Sie sich nun die aktuell angezeigte Temperatur ebenfalls merken. Nun muss das Thermostat ausgeschaltet werden und in die erweiterten Einstellungen versetzt werden. Dies geschieht, indem Sie die M- und Minustaste für 5 Sekunden drücken. Nun erscheint auf dem Display 01 und unten rechts die Zahl 0. Um die Temperatur nun justieren zu können, ziehen Sie die Differenz vom ersten gemessenen und zweiten gemessenen Wert ab und fügen diese hier hinzu. Um die Einstellungen zu bestätigen, schalten Sie den Thermostat nun aus. Die Einstellungen werden beim erneuten Einschalten automatisch übernommen. Diese Korrektur kann in einem Bereich von +/- 9 Grad durchgeführt werden. Der Thermostat sollte nun den richtigen Temperaturwert anzeigen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer automatisch geregelten Fensterheizung. Weitere Informationen und Zubehör finden Sie auf unserer Webseite unter www.t-stripe.com.